Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler und ich möchte euch in diesem zweiten Devlog zu diesem Spiel Planet Defense Command noch ein bisschen was zum Spiel erklären, was ich in den letzten paar Wochen jetzt noch gemacht habe. Auch ein paar technische Hintergründe möchte ich erläutern. Also dann fangen wir mal an. Zunächst habe ich mich in den letzten paar Wochen nochmal intensiver um die Effekte gekümmert, auch ein paar neue Partikeleffekte für Explosionen dazu gemacht und das zeige ich jetzt zuerst mal kurz, damit ihr euch vorstellen könnt, was passiert ist in der letzten Zeit. Den letzten Devlog, den verlinke ich auch in der Videobeschreibung, falls ihr euch den noch angucken wollt. Gut, dann möchte ich noch ein paar Besonderheiten eingehen. Ihr habt jetzt gesehen, es sind ein paar Effekte dazugekommen, nicht so sehr viel, aber doch einige. Außerdem sind noch Schwierigkeitsstufen dazugekommen, also ganz leicht, mittel, schwer und sehr schwer. Weiterhin noch eine Spielanleitung, ein Pausenmenü mit Lautstärkeeinstellungen und so weiter. Das sind also die Dinge, die in den letzten 2 Wochen zumindest jetzt hier mal sichtbar dazugekommen sind. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die technischen Besonderheiten von dem Spiel eingehen. Eine hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Da das Spiel ein Instant Game wird, muss es mit 15 MB Speicherplatz auskommen. Also es bedarf keine Installation beim Google Play Store, sondern man kann es einfach so spielen, ohne Installation und deshalb 15 MB. Da gibt es noch die Möglichkeit nachzuladen zur Laufzeit, aber das wollte ich hier nicht machen. Ich wollte wirklich mit den 15 MB auskommen und deshalb musste ich ein bisschen gucken, wie ich das hinkriege. Zum einen hilft einem da Google Play so ein bisschen. Es gibt von Google Play so ein Play Instant Plugin, also Package. Und da kann man schon mal so ein paar Tipps bekommen, was man machen muss. Das ist jetzt hier auf Instant eingestellt, aber ich gehe jetzt mal auf Instant. Und da kriegt man hier im Normalfall Tipps, wie man das Spiel schlanker kriegt, kleiner kriegt, weniger Speicherplatz braucht. Ich habe das jetzt hier schon alles gemacht, also die ganzen Tipps, die hier kommen, und deshalb ist hier jetzt nichts mehr zu sehen. Aber hier kriegt man doch einige Anhaltspunkte, was man tun kann, um das Spiel kleiner zu kriegen. Außerdem verzichtet das Spiel völlig auf den Animator, weil der Animator für Mobilgames ungefähr 700 Kilobyte braucht. Für das bisschen, was man hier braucht oder was ich hier brauchte, war es mir das nicht wert. Da hätte ich auf andere Dinge verzichten müssen. Deshalb habe ich meine Animationen selber gemacht mit Lerp, also mit Vector 3 Lerp in der Regel oder mit Quaternion Lerp und habe mir so eine Art Transition Skript, Animationsskript geschrieben für einfache Animationen. Ich kann da kurz mal zeigen. Zum Beispiel hier ist für die Kamera ist dieses Transition Skript verwendet. Da gibt es also für Bilder bestimmte Transitions, dann gibt es Transform Transitions. Wenn ich hier mal eins dazufüge, da kann man dann hier mit einer Zeitverzögerung einstellen, Dauer und so weiter. Dann kann man hier unten einstellen die Zielposition und was man animieren will, Rotation, Scale und so weiter. Die Zielposition einstellen. Dann kann man verschiedene Events auslösen, wenn diese Transition gemacht wird, also am Anfang der Transition und am Ende der Transition. Also es deckt schon einiges ab, was der Animator auch kann, ist aber halt sehr viel schlanker, ne? Also könnt ihr euch vorstellen. Bei der Kamera ist jetzt hier benutzt dieses Shake, ja, bei Explosionen. Also es gibt eine starke Shake-Animation und eine etwas schwächere, die ist hier zufällig, aber so ein bisschen gesteuert durch eine Animation Curve, also dass es nicht so ganz zufällig ist, sondern schon so ein bisschen vorgegeben. Gut, das wäre das, was hier vielleicht ein bisschen anders ist, dass der Animator nicht benutzt ist. Dann, das hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, sind die Töne selbst gemacht.
Also die Explosionsgeräusche, die werden zur Laufzeit in Unity erzeugt. Das sind keine Sample. Das wird hier mit diesem Oszillator-Skript gemacht, das ihr hier seht. Wie das geht, in Unity Töne selbst zu erzeugen, dazu habe ich schon ein kleines Tutorial gemacht. Das verlinke ich in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das mal angucken, wenn ihr wollt. Gut, das sind so die zwei wichtigen Sachen, die hier ein bisschen Speicherplatz sparen. Und dann kommt natürlich noch hinzu die üblichen Dinge, die man so kennt, also Kompression, gerade was Grafiken anbelangt. Und damit kann man dann schon einiges erreichen, was den Speicherplatz anbelangt. Also dieses Spiel bleibt jetzt hier unter 15 MB und es ist eigentlich doch eine ganze Menge drin an Grafik und an Partikel und Effekten und so. Und auch eine Hintergrundmusik ist da und das ist, finde ich, schon ganz okay so, was man da mit 15 MB so hinbekommt, wenn man so ein bisschen guckt, was man macht. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut. Wäre toll, wenn ihr abonniert, wenn ihr weiter dranbleiben wollt. Ich habe noch andere tolle Videos, Tutorials, kommen immer wieder interessante Geschichten. Also würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr mir ein Like da lasst, dann freut mich das auch. Also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.